Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute wieder mit einem Thema, das sehr oft diskutiert wird und immer noch große Ungewissheit herrscht, soweit ich das mitbekommen habe. Und zwar geht es um Element Attack Stones oder generell Element Stones, aber insbesondere die Element Attack Stones, wie sie funktionieren, ob sie funktionieren, wann sie funktionieren und so weiter und so fort. Und ich will euch heute einfach nochmal die Komplettübersicht geben, bei welcher Klasse beziehungsweise auch welchen Spielstil, weil man kann ja alle Klassen mindestens auf 2 verschiedene Arten spielen, also in der Regel 1v1 oder AOE. Und wir wollen uns einfach angucken, macht es denn jetzt wirklich einen Unterschied bei der jeweiligen Klasse oder nicht? Es gibt natürlich generelle Regelungen, bei 1v1-Klassen zum Beispiel ist es grundsätzlich immer gleich, bis auf 2 Ausnahmen und so weiter. Aber wie gesagt, einfach nur um gewisse Bedenken oder Unsicherheiten eben auszuräumen. Und ja, ich teste das Ganze jetzt mit meinem Elementor mit dem Wasserstein oder Wartheal Stone, der den Wasserangriff um 20% erhöht. Also vielleicht nochmal kurz zur Allgemeinerklärung, wovon rede ich überhaupt? Es gibt Power-Ups im Flive Universe, diese sogenannten Element Attack Stones. Und die gibt es auch in der defensiven Variante. Und die sorgen halt dafür, dass jetzt in dem Fall zum Beispiel mein Wasserangriff um 20% erhöht wird. Es funktioniert nur, wenn das Element der Waffe das gleiche ist von dem Stein. Also man kann ja auf der Waffe jedes mögliche Element drauf machen von den 5, die es gibt. Und es gibt auch 5 verschiedene Attack Stones. Und ich meine, ich kann jetzt keinen Wasserstein auf eine Blitzwaffe machen und keinen Erdestein auf eine Feuerwaffe. Also es muss schon das gleiche Element sein natürlich. Und dann bekommt man grundsätzlich 20% eben mehr Wasserangriff sozusagen. Aber wie schon gesagt, es funktioniert aber nicht immer und es ist halt wichtig zu wissen, wann es nicht funktioniert, weil dann spart man sich eine Menge Geld. Und ich habe tatsächlich schon mitbekommen, dass es Leute gibt, auch jetzt noch beim aktuellen FEC, die tatsächlich Elemente Techstones benutzt haben, in Fällen, wo das überhaupt keinen Unterschied gemacht hat. Also die haben es einfach benutzt, weil sie dachten, sie machen mehr Schaden, haben aber tatsächlich überhaupt nicht mehr Schaden gemacht und das war eigentlich komplette Geldverschwendung. Und deswegen sind wir hier. Genau. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier schon 4 Wasserskills vorbereitet, 2 AOE, 2 1v1. Nur um das wirklich ausführlich zu testen. Ja, wir schauen uns jetzt einfach mal den Schaden an. Das waren jetzt fast 28.000, 33, oh, auch 33 und 47. Also 27,9, 33, 33, 47. Genau. Und jetzt, ich muss mal gucken, beim Elementfenster habe ich mir jetzt tatsächlich beim Elementor noch nie angeguckt, ob sich jetzt hier tatsächlich was ändert. Also rein theoretisch rüsten wir jetzt mal den Stuff ab und machen den Wasserstein drauf. Genau. Und dann hat sich da was, ja tatsächlich, da hat sich was geändert. Okay. Also rein theoretisch könnte man jetzt denken, genauso haben es die Leute, glaube ich, auch immer begründet, dass es dann tatsächlich unter H eine Änderung angezeigt hat und sie es deswegen dachten, dass es eine Änderung gebracht hätte. Also ja, es zeigt tatsächlich was anderes an. Aber ihr seht, 27,9 sind immer noch 27,9. Die 33 sind immer noch 33, die 33 sind immer noch 33 und die 47 sind immer noch 47. Das ist halt absolut nichts geändert. Und das ist auch schon das Mysterium. Also bei Elementor ist es tatsächlich so, egal ob 1v1 oder AOE, es macht keinen Unterschied. Was natürlich sehr schade ist, also grundsätzlich natürlich, weil so als Elementor, wo du ja sowieso schon Meister der Elemente bist, deine Elemente, also je nachdem welches du auf der Waffe hast, nochmal um 20% zu verstärken. Das wäre natürlich hammergeil grundsätzlich, aber es funktioniert halt nicht. Also bei Elementor funktioniert es absolut gar nicht. Und wir haben jetzt noch ein weiteres Beispiel, wo ich glaube, dass es da ein bisschen Verwirrung gibt und danach zeige ich euch einfach die Gesamtübersicht. So, und jetzt gucken wir uns noch die andere Seite der Medaille an mit einer 1v1-Klasse. Wir haben jetzt hier Feuer plus 10 auf dem Bogen. Und hier können wir jetzt natürlich schon eine Veränderung beobachten und gucken uns aber auch nochmal beim Ranger ebenfalls den AOE-Schaden an. Muss man uns kurz gucken, wo ist der Wind Dummy? Der ist ganz hier drüben. Ja, ich mache jetzt einmal Flame Arrow. Da haben wir 4.900. Und was waren das andere? 2.500? Oh, 15.000. Oh, lol. Also 4,9 und 15,5 waren das, glaube ich. 15,5 und 4,9. Und der 1v1-Schaden, gut, das ist jetzt natürlich schwierig, weil der wird sich eh erhöhen. Also beim 1v1-Schaden, da wissen wir es eigentlich, aber können wir trotzdem mal so gucken. Ja, so um die 20.000 kann man sagen, grob. Genau. Und jetzt können wir nämlich tatsächlich mal eine Veränderung beobachten. Wir können uns nochmal hier die Stats angucken. Wie sieht es hier aus mit den Werten? Wir haben jetzt hier 21% Feuerangriff. Wir machen dann Fiery Stone auf den Bogen. Genau. Dann haben wir jetzt hier 41%.
by the way, ich finde das ein bisschen verwirrend, weil du musst diese Stones ja auf die Waffe machen. Und bei der Waffe selbst, das außer ich bin blind, aber wird das nicht angezeigt. Du siehst das erst, genau, wenn ich jetzt die Waffe ablegen würde, oder halt hier sieht man es tatsächlich. Aber ansonsten sieht man es jetzt nicht wirklich mit dem Elemente-Upcut-Stone oder, ja, das finde ich ein bisschen verwirrend, ehrlich gesagt. Aber, naja, hier steht jetzt auch, kannst ein Item nur verkaufen oder ablegen, wenn du das Elementar-Attribut entfernt hast. Möchtest du es entfernen? Nein, möchten wir natürlich nicht. So, jetzt machen wir Auto-Attacks und wir sehen, ja, es sind ein paar tausend Damage mit jedem Hit mehr. Also es ist wirklich eine deutliche Verbesserung des Schadens. Ich bin jetzt natürlich ungebufft und so weiter und so fort, aber das ist schon eigentlich offensichtlich. Das hat auf jeden Fall was gebracht. Und bei Flame Arrow sehen wir aber das gleiche Ergebnis wie bei Elementor. Auch schon no. Keine Veränderung. Es sind immer noch die 4,9 und die 15,5. Also hat nichts gebracht. Und ja, das waren jetzt eigentlich schon so diese beiden einzigen Fälle, wo man diesen Elementstone eventuell verwenden könnte oder denken könnte, dass er was bringt oder eben nicht bringt. Und jetzt gucken wir uns die Gesamtübersicht zusammen an. Und da wir jetzt schon keine wirklichen Besonderheiten beobachten konnten, ist die Liste eigentlich relativ langweilig. Es gibt eine Besonderheit, die auch viele Leute nicht wissen. Ich wusste es zum Beispiel auch nicht. Beziehungsweise, ja, wurde mir da tatsächlich auch einfach oder was heißt Fake News, aber wir haben mal drüber geredet und da hat jemand was anderes gesagt, als der Wahrheit entspricht. Und ich selbst spiele keinen Blade. Aber egal, jedenfalls habe ich hier nochmal alles aufgelistet. Billposter 1v1, Billposter AOE, Ringmaster 1v1, Ringmaster AOE, bla 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 bla. Aber das ist eigentlich nahezu immer gleich. 1v1, wie wir gerade beim Ranger gesehen haben. Also der Ranger hat jetzt quasi als Paradebeispiel gedient. Ja, also bei 1v1-Klassen grundsätzlich, ja, wenn man mit der Waffe einfach zuschlägt, also mit Auto-Attacks, dann zählt es. Wo es nicht zählt bei 1v1 sind Psykeeper und Elle. Vorausgesetzt, die 1v1-Angriffe sind Spells. Also bei Psykeeper wird das in der Regel Spirit Bomb oder Psychic Square sein. Oder so. Und bei Elementor halt irgendein Elementar-Spell. Das haben wir gerade gesehen, das bringt nichts. Sollte man jetzt mit dem Elementor zum Beispiel einfach draufschlagen mit dem Stuff, dann würde es theoretisch schon funktionieren. Aber das macht halt keiner. Ich rede jetzt hier nicht über Sachen, die einfach niemand macht, über absolute Trollfälle, die weder Sinn noch Verstand haben. Wir reden hier nur über den Standardfall oder über so, wie man die Klassen auch spielt, tatsächlich in der Praxis. Und deswegen nein, 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 nein. Die Magier können durch diese Element-Upcut-Stones oder Elemente-Tech-Stones absolut keinen Vorteil erzielen. Alle anderen Klassen, alle Nicht-Magier, gut, abgesehen von Ringmaster vielleicht, aber Ringmaster 1v1 spielt man eigentlich auch nicht, aber ich habe es trotzdem mal mit aufgenommen. Also Ringmaster 1v1 im Sinne von, du schlägst zu. Wenn man jetzt Ringmaster 1v1 mit Moonbeam machen würde, würde es natürlich auch nicht zählen, ne? Ist klar. Genau, da ist es immer gleich. 1v1 ja, AOE nein. Und was jetzt aber die Besonderheit bei Blade ist tatsächlich, weil Blade kann ja 2 Waffen tragen. Und da ist es tatsächlich schon so, dass der Element-Upcut-Stone bzw. der Tech-Stone tatsächlich auch auf der zweiten Waffe verwendet werden kann, also auf beiden Waffen simultan. Man darf natürlich auch hier, muss man aufpassen, dass man natürlich erst die richtige Waffe anlegt, weil man kann die Waffen ja nicht switchen, sondern sonst entfernt man wieder den Stein. Also man muss quasi beide Waffen ablegen, dann die Steine aktivieren und dann die Waffe, die in der Main-Hand sein soll, auch wirklich als erstes ausrüsten und dann erst die zweite. Also das ist das, was man da noch bedenken muss. Aber grundsätzlich, wenn man da auf beiden Waffen diesen Elemente-Tech-Stone benutzt, kriegt man tatsächlich einen Damage-Vorteil. Allerdings, wie so oft bei Blade, nur geringfügig. Das ist quasi das gleiche wie mit dem Element auf beiden Waffen. Das ist ja auch schon so, dass es nur geringfügig einen Unterschied macht. Also als Blade ist es so zum Beispiel, wenn ich jetzt auf der Main-Hand Feuer habe und die Monster sind Wind, dann macht das einen krassen Unterschied. Ja, ich mache viel mehr Damage. Wenn ich jetzt auf der zweiten Waffe nichts habe, aber auf der ersten Waffe Feuer, dann wie gesagt macht es einen krassen Unterschied. Und wenn ich aber auf beiden Waffen Feuer habe, dann macht es durch die Main-Hand einen krassen Unterschied und durch die Second-Hand macht es einen geringfügigen Unterschied. Und bei den Elemente-Tech-Stones ist es im Endeffekt das gleiche. Wenn ich auf beiden Waffen Feuer habe und den nur auf die Main-Hand mache, dann ist der Unterschied wieder relativ krass, so wie wir es gerade beim Ranger gesehen haben. So, was waren das? 10% mehr Schaden oder so waren es beim Ranger. 10 bis, 20% ungefähr. Irgendwas in dem Dreh. Ich meine, bei so Body-One-Attacks kann man es immer schwer ablesen, weil die halt so krass schwanken wegen der Waffenspanne und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich halt einfach deutlich mehr Damage. Und wenn du es jetzt aber auch auf die zweite Waffe machst, also Main Hand hat einen Element Attack Stone und Second Hand, dann macht es in der Second Hand, genau wie vorher beim Element selbst, halt leider nur einen geringfügigen Unterschied. Also Blades, die auf beide Waffen Element Attack Stones packen, vor allem wenn es die teuren Stones sind, zum Beispiel Feuer, ja, das ist schon sehr kostspielig für einen sehr geringfügigen Unterschied im Damage. Also es macht wahrscheinlich maximal 5% Unterschied, wenn überhaupt.
was für das, was es kostet, wahrscheinlich nicht wirklich worth ist für die meisten Leute und funktioniert aber. Ja, also das ist quasi hier diese Besonderheit. Ansonsten ist es eigentlich relativ simpel, aber wie gesagt, es gibt da oft Leute, die in den Stream kommen oder generell die Frage stellen, auch in den Kommentaren, wie das funktioniert, beziehungsweise ob das funktioniert. Und deswegen dachte ich mir, ist das nochmal so ein Thema, was wir hier auf jeden Fall aufgreifen können. Also grundsätzlich 1v1 ja, AOE nein. Das müsst ihr euch im Endeffekt einfach merken. Wenn ihr das wisst, dann seid ihr schon mal gut bedient. Und das war's. Danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Fly Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.